Hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier zu MON Official und ja, was eigentlich? Heute geht es weird zu. Heute gibt es zwei Spiele, die sich richtig lohnen. Also von einem weiß ich es ganz sicher, von dem anderen gehe ich es aufgrund dieser Kopfbeulen einfach mal von aus. Da seht ihr sie. Können diese Beulen lügen? Also ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Zum einen gibt es Stanley Parable Ultra Deluxe, die Remake, nein, eigentlich kein Remake, ne? Eine verlängerte, verbesserte Version eines sehr, sehr alten Originals, basierend noch auf der Original Half-Life Engine. Und das Spiel werden wir auch als erstes jetzt anfangen. Und das hat etwas gemacht, was davor keiner gemacht hat. Es hat mit ganz wenig eine Geschichte erzählt, die unendlich theoretisch ausgebreitet werden könnte, mit vielzähligen Enden, Wendungen, Twists, also die ganze Dramaturgie der menschlichen Tragödie findet sich in diesem Spiel wieder. Und da werden wir heute reingucken, in die Ultra Deluxe Version, die hoffentlich nicht nur besser aussieht, sondern eben auch neue Wege bietet. Gestern hat auch schon der Kollege Budi, zum ersten Mal, glaube ich, seit gefühlten Jahrhunderten mal was gestreamt. Und der hat sich auch für Stanley Parable entschieden. Eventuell habt ihr es also schon gesehen bei Budi. Und damit begrüße ich auch dich, Schwamm. Die Schwammintelligenz, sie ist im Chat. Ja, was wollte ich sagen? Genau, wenn ihr es bei Budi gesehen habt, dann heißt das gar nichts, weil dann habt ihr Budis Weg gesehen. Aber Budis Weg ist ganz sicher, glaubt mir, ich habe mit dem gearbeitet, ein anderer Weg als meiner. Deswegen werden wir jetzt gleich, wenn wir starten, meinen Weg gehen und wenn ich es dann durchgespielt habe oder sagen wir es besser, zu einem Ende gebracht habe, werde ich auch nochmal neu anfangen, glaube ich, und nochmal einen anderen Weg probieren. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, jetzt kommen auch schon die ersten Leute hier rein. Freut euch auf diese Spiele, die jetzt kommen. Anonyme Ameise, Thomson, Hells Clump, The Queen, Finstar, Kartoffel, Misk Day und Let's Go Brandon, CGN. Okay, damit legen wir am besten mal los. Hier seht ihr noch einmal kurz das Spiel, was wir nachher spielen. Ich lasse es kurz mal laufen. Kleiner Teaser. Also mehr als dieses Intro von Ogorki, den Gurkensatelliten im All, mit dem Kohlkopf. Hier ist alles komisch. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel sein wird. Wir werden es uns angucken. Vorher aber Stanley Parable Ultra Deluxe. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Oh ja, vielleicht noch kleine Info. Kleine Info. Ist mir jetzt auch erst bewusst geworden. Ich bin am Montag im Urlaub. Das musste man mir auch erst spontan sagen. Ich hatte das komplett vergessen. Wir haben ab Montag bis Sonntag eine sogenannte Workation mit Instinct 3 meiner Agentur. Und da bin ich dann mit 59 anderen Leuten in Kreta. Nicht aus dem Zusammenhang reißen, bitte. Ja, und das heißt, ich bin also eine Woche nicht da. Alle, die jetzt aber abonnieren, den kann ich garantieren, Pete Bull zum Beispiel. Dir kann ich garantieren. Und Drollix, ihr werdet schon noch eure Prime-Abos in Streaming-Arbeit zurückbekommen. Das garantiere ich euch. Ich streame heute, ich werde morgen streamen, übermorgen nehme ich an auch noch ein bisschen. Dann muss ich allerdings sehr, sehr früh ins Bett. Und dann, nach der einen Woche, hole ich das alles wieder auf. Keine Sorge. Colonel Hogan wurde überlesen beim letzten Mal. Du bist aber immer da. Das ist so, bei der Sonne bedankt sich doch auch niemand mehr, dass sie da ist. Du nimmst sie einfach für gegeben hin. So ist das mit dir, Colonel Hogan. Du bist Moderator bei uns, ne? Weil du hast so viele Icons. Teilweise weiß ich immer noch nicht, was die Icons bedeuten. Aber ich glaube, die Krone, das haben sich die Moderatoren nämlich selbst gegeben. Die Krone bedeutet Moderator. Reicht sie mir. Wir haben aber mehr als in der Vergangenheit der Menschengeschichte gibt es hier mehr als eine Krone. Es gibt ganz viele Kronen. Mad Max, danke auch für dich und Wifi auch für dich. 7 Monate ist Colonel Hogan dabei. Das ist 1 Monat mehr, als ich überhaupt streame. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Nee, die Krone ist Prime. Das Schwert ist Mod. Das Schwert ist mächtiger als die Krone. Jetzt haben wir eine wichtige Frage, und zwar an euch, Chat. Ihr müsst jetzt direkt mal beantworten. Was machen wir hiermit? So. Es ist wieder mal die Frage mit den Untertiteln bzw. der Sprache. Ich glaube, es gibt keine deutsche gesprochene Version. Deswegen gehen wir hier nur von den Untertiteln aus. Ich glaube, da brauche ich euch gar nicht fragen. Da wollen wir alle Deutsch. Oder habe ich das jetzt... Nee, das ist richtig, oder? Ich habe Untertitel und die Bildschirmtexte auch. Oder habe ich jetzt... Verdammt, jetzt muss ich gerade nochmal... Jetzt bin ich irritiert. Habe ich das Falsche gerade gemacht? Scheiße, ich muss nochmal rausgehen. Oh Gott, gibt's dafür vielleicht auch einen Stanley Parable Weg, den man erreichen kann, wenn man einfach es noch nicht mal durch die Sprachabfrage schafft?
Ja, ich glaube nämlich, das war gerade der Untertitel. Aber ich will nämlich eigentlich das englische Original und dann aber deutsche Untertitel. Hier, eine Sprache für Bildschirmtexte und Untertitel. Ja, aber das ist doch alles richtig. Habe ich alles richtig gemacht. Mehr kann man nämlich gar nicht machen. Hast du Stanley Parable schon mal gespielt? Da muss ich ehrlich sein. Bei dem Spiel möchte ich nicht lügen. Das könnte gegen mich verwendet werden irgendwann. Ja, habe ich natürlich. Danke, Luckhead, für dein Prime-Abo. Bitte passe den Regler so an, dass der Computer gerade noch sichtbar ist. Ich sehe aber meinen Computer die ganze Zeit. Ach, die meinen natürlich den Bildschirmcomputer. Ey, keine Ahnung, wie sieht das bei euch aus? Das ist doch okay. Das wird schon reichen. Okay, jetzt reicht's aber hier. Das ist ja wie Facebook. Alles wollen sie von mir wissen. Bald... Moment. Oh nein, warte mal. AM? Ey, und Scheiß, ich werde es nie checken. AM ist vormittags und PM ist nachmittags, oder? Warum checke ich denn das nicht? Das kann doch gar nicht so schwer sein. Wir haben 18:20 Uhr. PM ist Nachmittag, ne? Sag ich doch. Aber warum denn? Warum ist PM? Steht es für Past Midnight? So habe ich mir das irgendwann mal... AM at Morning, PM ist Past Midnight? Was ist denn dann... Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nicht, wie es dazu gekommen ist, dass man das akzeptiert hat. Dass da nicht Leute einfach sagen, ey, lass doch einfach doppelt so viel machen. AM ist am Morgen. Ja, und für was steht PM? Past Midday. Past Meridian. Ich habe hier die absolute intellektuelle Elite im Chat. Guckt euch das mal an. Post Meridian. Ja, wo ich bald bin, ist Mediterranean. Mediterranean? Ich meine natürlich Kreta. So. Habe ich überhaupt einen Controller? Brauche ich gar nicht, ne? Okay, dann starten wir. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Viel Spaß, Leute. Ich werde natürlich jetzt nicht die ganze Zeit reinlabern, weil es ein Spiel ist, wo viel gesprochen wird. Es geht auch sehr darum, dass ihr zuhört, dass ihr versteht, was mir gesagt wird und was ich denn potenziell auch mit euch zusammen mache. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, you're in for a treat. Es ist wirklich ganz, ganz tolles Spiel. Und ich werde gar nicht mehr weiter irgendwas erklären. Warum geht's nicht einfach los? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how Quasi der Chat. and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Das Schöne an dem Spiel ist, ohne gleich zu viel vorwegzunehmen, dass es auch so ein bisschen so eine Art Psychogramm ist von den Leuten, die es spielen. Also ich glaube, dass man sehr wenige... Ich gucke mal gerade, ob der Controller auch geht. Da hat man so ein bisschen eine flüssigere... Nee, oh doch, kann man ein bisschen besser umgucken. Es ist wirklich ein Spiel, bei dem man erkennt, wer es spielt. Ich würde Booty's Run, behaupte ich, erkennen. Das könnte man eigentlich mal machen. Das wäre vielleicht für Challenge Accepted was, dass ich Booty's Stanley Parable Run unter 10 anderen Parable Runs rauserkennen würde. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das geht. Okay, wir sind also hier Mitarbeiter 427, glaube ich sogar. Normalerweise weiß ich sowas nicht, das merke ich mir nicht, aber hier wurde es ja auch mehrfach gesagt, genau. Und
was wir hier bisher gemacht haben, wurde uns ja gesagt. Wir haben einfach abgetippt, was uns vorgegeben wurde. Ein bisschen wie Severance gerade, was ja die Serie ist von Ben Stiller, die gerade läuft mit dem Hollywood Gregor Katsios. All of his co-workers were gone. What could Adam it Scott? mean? Nee. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Der Grund, warum ich schon so ein Lächeln auf meinem Kopf habe, eingebrannt für die nächste Stunde, ist wirklich daran, weil ich halt das Spiel schon kenne und so mich jetzt schon irgendwie in völliger Vorfreude bin. Hollywood Gregor, ja, wer ist das denn? Ihr wisst doch, wie der heißt. Der heißt Adam und der sieht aus wie Gregor und spielt in Severance die Hauptrolle. Ist es Adam Scott? Vielleicht heißt er auch nicht Adam. Ist egal. Aber es erinnert wirklich sehr an Severance. Ist nur weniger sauber. Ein bisschen schmuddeliger. Okay, mysteriös. Wir suchen unsere Mitarbeiter. So sieht's aktuell bei Rocket Beats aus. Nur, dass wir nicht so viele Räume haben. Aber fast so viele Leute. Adam Scott, habe ich doch gesagt. Adam Scott, der amerikanische Gregor Katsios. Guckt ihn euch an, vergleicht es, ihr werdet es sehen. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Und das ist jetzt der sehr interessante Part, in dem sich schon mal die Spieler in diese beiden Gruppen aufteilen. Die links dem Offsprecher folgen und dann die rechts etwas anderes machen. Die ein bisschen edgy sind. Das sind die Pika and Pointer. Das sind die zukünftigen der gestrigen. Ich habe keine Ahnung, was man sagt. Aber das sind die Leute, die auch mal Sachen aufwirbeln. Ne? Das sind die Elon Musks unter uns, die hier rechts vorbeigehen. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Perhaps. Ich erzähle dir nicht meine Gedanken. Kann man da ranzoomen? Schade. Da würde ich jetzt gerne ranzoomen. Ich finde selten etwas so interessant wie die Dinger, die hier an den Tafeln stehen. Weil mich diese ganze Lore eigentlich total interessiert, wo wir eigentlich arbeiten und was das eigentlich ist. Hallo Klesk 83. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Apropos, daran sieht man, dass das Spiel schon 10 Jahre alt ist. Die Preise sind nicht mehr normal. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers are but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Mal gucken, ob ich das mache. Das wäre jetzt die Tür, ne? Es fällt mir so schwer. Wie heißt das psychologisch, wenn man unfähig ist, das zu machen, was von einem verlangt wird? Es fällt mir so schwer. 2 Herzen in meiner Brust. Die eine will einfach immer das Gegenteil machen und die andere will aber auch ab und zu mal folgen. Ich finde auch, ne, das ist ein guter Punkt. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Dieser dunkle Zwischenraum und dann dieses Gitter, wo ich gar nicht erkennen kann, was es ist, das macht mir ein bisschen Angst. Wie wäre es denn, wenn ich erst nochmal weitergehe? Das sieht interessant aus. Aha. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ich find's lustig, dass die Penalty fürs Runterspringen höher ist. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please,
Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Na gut. Ja, Sturheit ist es so ein bisschen, aber ich meine eher so eine psychologische Unfähigkeit, das zu machen, was gesagt wird. Yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Weg jemals gegangen bin. Was ist das? Da sollte man eigentlich nicht reingehen. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Aber ich weiß doch gar nicht, um wen es geht. Ich kenne doch Stanleys Beziehungsgeflechte gar nicht. Vielleicht kann ich das Telefonkabel rausziehen. Stanley picked up the phone. A white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Yes. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Ich komme mir so geschulmeistert vor. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Super. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Oh Mann, es ist wirklich... Welcome back. Ja, ich hab's verstanden, You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please.
Ey, dazu muss ich eine Sache sagen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich schwöre euch, wenn das stimmt, ich würde mich kaputt lachen. Da meint nämlich gerade Nash 10, und es könnte sein, denn wir haben das schon mehrere Male gespielt für unsere, damals für GameOne.de, habe ich alle gezwungen, das einmal zu spielen auf der Arbeit und so. Da haben wir 10 Videos rausgehauen oder so. Dann, oder alle geschnitten, glaube ich. Und dann habe ich aber auch einen normalen Let's Play Run gehabt und da schreibt Nash 10, du machst, glaube ich, exakt das gleiche wie bei deinem ersten Durchlauf im ursprünglichen Spiel bis hin zum Kabelziehen. Und jetzt, ich könnte es nicht sagen, es ist so lange her und ich habe schon so viele Varianten davon gesehen, dass ich das echt nicht weiß. Aber das wäre so lustig, wenn das stimmt. Also, vielleicht kann das Nash 10 ja mal nachgucken, wenn du es noch findest, aber mach dir keine Mühe. Aber das wäre super lustig. Da würde ich mich irgendwie, das wäre irgendwie komisch, aber auch verdammt lustig, aber auch ein bisschen beängstigend, gleichzeitig mysteriös. Also es wäre so vieles auf einmal. Aber es würde auch zeigen, dass wir vielleicht alle gar keine Wahl haben, sondern dass wir alle genau so sind, wie wir programmiert sind. Ob wir es wollen und wissen oder auch nicht. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Die Willis! Florentin Willis! Hallo, herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid. Das ist ja nice. Wir spielen Stanley Parable. Wir haben gerade erst angefangen und gelernt, dass wir uns besser an die Regeln halten. Und mit Regeln meint der Sprecher das, was er sagt. Er lässt uns wahrscheinlich ein paar Mal was durchgehen. Vielleicht zum Beispiel könnten wir hier sogar runterspringen. Nee, lässt er mich auch nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall, wir haben schon ein bisschen was gelernt. So, jetzt folgen wir aber dem, was er sagt. Danke, Fascination und all die anderen Leute, die jetzt gerade hier reinkamen und vielleicht auch einen Sub da gelassen haben. Ihr seid very much appreciated. Okay, ich erzähle nichts weiter zum Spiel. Ihr kommt sehr, sehr schnell rein. Aber jetzt muss ich erst nochmal zurück. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Na, eigentlich wäre ich gerne weiter hinten abgebogen, aber ich glaube, hier muss ich jetzt einmal mich Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich bin, jetzt nur kurze Erklärung für die, die reingekommen sind. Ich bin eben rechts gegangen, hatte eine ganze Geschichte, eine ganze Substory, von der ich gerade gehört habe, dass ich die vor 10 Jahren schon mal genauso entschieden habe. Und ich habe jetzt direkt wieder den Drang, nochmal vorbeizugehen. Ich kann doch nie, aber ich kann ihn nicht nochmal ignorieren, oder? Ich würde so gerne wissen, was passiert, aber ich mache jetzt mal, was er sagt. Ich sag's auch, der Chat sagt auch, ich soll's rechts, okay. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Hier geht nämlich durch die Illegalität alles kaputt hier mittlerweile, wie man sieht. Okay, komm. Jetzt machen wir mal, was wir wollen. Es ist fantastisch. Dieses Spiel ist jetzt schon wieder so faszinierend. Ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich konnte es wirklich kaum glauben. Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. I'm sorry. For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. Ich habe gerade erst angefangen. I have to. Ich habe das Spiel original kaputt gemacht nach 5 Minuten. Oh, a
thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Alles cool, ich will nur auch die Maus wegkriegen. Warum kriege ich jetzt die Maus nicht weg? So vielleicht. Ja, okay. Das erinnert nicht nur euch im Chat an There Is No Game. Auch das kennen ja Florentin Will-Fans, weil er das ja auch mal gespielt hat. Oder war es Ede? Also auf jeden Fall ist es ein super fantastischer Titel. Stanley Parable, There Is No Game. Das sind so 2 Dinger, da werde ich immer dran zurückdenken. Okay, so, wir sind wieder auf dem normalen Pfad. Denke. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Das mit dem Broom Closet wird auch noch wichtig, wenn man will. Es gibt irgendwo eine Besenkammer, in der man sich selbst einsperren und mehrere Minuten warten kann, bevor dann etwas anderes passiert, habe ich gehört. Ich habe es aber, es ist wirklich fantastisch, gerade wenn ich davon erzähle. Ist aber zu. Also ich hätte schwören können, das Ding war immer zu, immer auf. Okay. Das ist mir suspekt. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Im ersten Run war ich 2 Stunden im Besenschrank, schreibt Daniel Sünnen. Ja, das ist das Geniale an diesem Spiel, dass man... Also selbst nach 2 Stunden wäre ich mir noch nicht sicher, ob wirklich nicht doch noch was passiert. Wenn man nur noch ein bisschen länger wartet. Na gut. Das ist aber sehr stilvoll getaffelt. Teuer und stilvoll. Alles hieran schreit. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. 115? Ich habe hier gar kein Mikro angeschlossen. Wie soll das denn gehen? Stanley spoke the code. Nightshark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, lieber Sprecher. Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect,
The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Das ist jetzt aber schon nochmal ganz anders, Meta. Hello? Are you... Ich bin außerhalb meines Körpers. Stanley, please. I need you to make a choice. Was? I need you to walk through the door. Nein! Are you listening to me? Ich akzeptiere dieses Ende nicht. Ja, ich glaube dir gar nichts. Kann ich hier vielleicht irgendwo Stanley, weiter? this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, Jetzt kommst du angekrochen. are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Das ist alles so unfair. Take as much time Ich kann nichts machen, ich komme hier nicht weg. Aber das hatte ich auch noch nie. Okay. Jetzt fängt es aber nicht von vorne an, oder? Doch! Mein Gott, ich wurde ausgeschlossen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen schockiert. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ich mach's nochmal Stanley neu. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Hier oben stand ich eben noch. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nur so für euch. Also wenn ich jetzt hier, weil manche haben das gerade im Chat gefragt, wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde, würde er auf jeden Fall mit diesem Monolog anfangen, den ich eben aus der Metaebene quasi als Geist mitbekommen habe. Also man kann auch einfach manchmal einfach nur abwarten und kann eigentlich fast immer sich sicher sein, dass irgendwas passieren wird, dass der Sprecher einen in irgendeiner Form kommentieren wird, weil das ja auch seine Aufgabe ist, ne? Jetzt will ich noch mal kurz gucken. Ich will nicht zu lange warten, weil wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit nur rumstehen, aber ich würde gerne noch wissen, ob jetzt nicht gleich von ihm noch was kommt. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, es kommt. Ich weiß noch nicht, wie lange man warten muss. Das geht jetzt schon wieder los. Okay, ich laufe. Ich laufe in 5, 4, ich laufe in 3, jetzt nur noch 2, 1. Okay, ich muss laufen. Schade. Schade, du enttäuscht mich. Und warum war das Broom Closet zu? Nein, ich kann nicht springen, weil ich gerade gefragt werde. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ihr wart doch dabei, als es nicht aufging. Eben gerade ging es halt eben nicht auf. Kein Witz. Okay, endlich. Mein Lieblingsraum. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why?
Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Danke an Sidra80. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Okay, wir könnten das jetzt noch eine ganze Weile lang this is machen. somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, jeder, mit dem ich das Spiel besprochen habe, hat mir von dem Broom Closet irgendwie erzählt. Jeder macht so seine eigenen Erfahrungen und Entdeckungen. Ist wunderschön. Danke, Annie No und Eddie Already. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. No more Mr. Nice Mon. Ah, das sieht gut aus. Jawohl, es lohnt sich nämlich, nicht den Regeln zu folgen. Das ist ein Zettel für mich? Oh, das interessiert mich jetzt aber. Kann man das lesen? Hi, Louis, I wrote this in first period and left it in your locker on the way to... Ich kann es leider nicht so ganz lesen, aber es sieht sehr lustig aus. Es ist so ein Dialog zwischen zwei Schulfreunden. Danke auch Pinky's Brain. Narf! But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. "I'm dreaming!" he yelled. "This is all a dream." Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Scheiße. Bin ich schon wieder tot? Naja, tot nicht, ne? Man fängt einfach nur vorne an. Ich habe schon wieder ein geheimes, verstecktes Ende gefunden, aber es gibt ja eigentlich auch kein richtiges Ende. Danke an Bingo Bongo für den Namen. Immer wieder, wenn ich ihn sagen muss, freue ich mich. Und
all of his co-workers were gone. Ja, was hatte das zu bedeuten? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, diesmal versuchen wir uns zumindest bis zu einem When gewissen Stanley Punkt, came to a bla set bla of two bla. open doors, he entered the door on his left. Vielleicht war ich jetzt auch zu schnell. Wahrscheinlich haben die auch irgendein Ende, wenn man zu schnell ist. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Nein, das war doch kein Bock, oder? Bug. Das war schon so gedacht, oder? Dass man da runterfällt? Also, Coming to a staircase, war das ein Stanley Bug? walked upstairs to his boss's office. Man kann es nicht mehr sagen. Irgendwann weiß man es nicht mehr. Ja, ich habe das schon mal gespielt, aber es ist 10 Jahre her und ich habe natürlich ein paar andere Entscheidungen getroffen. Ich kann mich nur noch an so einen Minecraft-Room erinnern, den ich echt lustig fand. Das ist doch jetzt ein völlig anderes Zimmerchen. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Nee? Nix zu Stanley sagen? just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Ich will es noch einmal falsch machen. Tut mir leid. Hä? 2845. Was passiert, wenn... Okay, ich kann nicht anders. Ich muss es einfach nochmal falsch eingeben. 2846. Hä? Na, jetzt lässt er sich von mir nicht mehr triggern. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Ja, geht nämlich auch. Okay, wo ist die Tür? Da. Ach, herrlich. Dieses Spiel, ey. Es ist super. Es ist ja eigentlich kein wirkliches Spiel. Obwohl, vielleicht ist es sogar der Inbegriff von Spiel. Etwas, was komplett interaktiv abgefragt wird. Im Grunde... Stimmt, was definiert eigentlich ein Spiel? Es ist ein Spiel. Aber es ist auch ein bisschen Kunst. Ich habe jetzt Angst gehabt, dass ich runterfalle. Aber hier scheint nichts zu sein. Ich hab doch gedrückt. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Oh Mann, ey, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Natürlich geht man eigentlich erstmal die Escape-Route. Aber ich glaube, Mind Control ist auf jeden Fall spektakulärer. Ah, okay, komm, ihr dürft entscheiden. Escape oder Mind Control? Ich werde euch jetzt meinen Wunsch telepathisch vermitteln. So. Escape. Escape, Mind Control. Viermal Mind Control, dreimal Escape. Jetzt geht's hin und her. Ich würde sagen, es ist gleich.
Zweimal mein Escape zurücklaufen ist eine gute Idee. Okay, es ist echt schwer, ne? Ja, wobei, ups. Ich guck mal wirklich, ob man zurücklaufen kann. If lights is on, call X 914. Ich glaube aber nicht, dass man zurück kann, oder? Kann man zurück? Man kann halt echt zurück. Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Jetzt hängt er Why hinter mir did her. Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Gut. Ich wollte nämlich 914 jetzt einfach mal in diesem Nummernpad eingeben, aber das kann ja eigentlich gar nicht stimmen, ne? Aber vielleicht ist da auch ein Telefon. Aber das, ach nee, doch, das ist ja der Hinterbereich. Okay, gibt's hier vielleicht noch irgendwas anderes? Nee. Nee, da ist nichts, ne? Doch! Also ich habe mich verlaufen. Ich bin in irgendeiner Ecke gelandet, die komplett dunkel ist. Ihr seht auch nichts, ne? Da. Ich wollte gucken, ob man nicht dahinter noch irgendwas ist. So, wenn ich hier mal einmal so hingehe. Jetzt gehe ich einmal nach rechts. Nee. Nee, da ist nichts. Schade. Hier sind garantiert noch so viele mögliche Wege versteckt. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have. An incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. I'm bolted to the edge of my seat. Es ist super geil, dieses zynische, suffisante, sich lustig machen über den Spieler. Ich könnte es endlos. Now he's getting back Ja, into ist the ja gut, ihr habt's elevator and verstanden. down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Das ist halt echt gut. Sie haben sich einfach für jede Eventualität irgendwas ausgedacht. Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. No way. Der Chat hat gesagt Escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Alright. Immer noch besser, als hier endlos durch die Gänge zu laufen. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Geronimo! As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre neu. Aber vielleicht habe ich das auch nicht mehr erinnert. Aber And an die yet it would be Maschine kann just ich a mich few erinnern. minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Das ist eine gute Frage. Okay, mehr ist hier nicht. Nur dieser Gang. Ja, gut.
Man kann sich's ja nicht aussuchen. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Also jetzt sieht's auf jeden Fall aus wie Severance. Das ist so smart alles. Und man guckt sich das wirklich auch gerne an. Man erkennt irgendwann wirklich auch die Gänge. Und tatsächlich hilft es auch ein bisschen, das Spiel zu verstehen. Also gerade hier, ja. Mann, das ist eigentlich, hier, gar mit diesem Gedankenexperiment hat das Spiel auf jeden Fall angefangen und dann hat sich von da aus weiterentwickelt. Ist super schön. Also ich könnte es wirklich, und ich werde es auch gleich noch ein paar Mal spielen. Ich will auf jeden Fall auch noch das andere Ende sehen. Ich will noch mal gucken, wo man noch irgendwas rausholen kann. Da ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen was drin, aber ich weiß es tatsächlich natürlich auch noch nicht. Aber Kevin Brighting, der hier unten als der Erzähler aufgeführt wird, ist auf jeden Fall derjenige, der dieses Spiel zum Leben bringt, auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen wie die Stimme in Portal. Gut, ne, da muss man natürlich sagen, da ist auch das Spiel nochmal was anderes und bietet auch nochmal einen ordentlichen Reiz. Aber hier bringt so viel, wird so viel Charisma durch den Erzähler oder die Erzähler jetzt in dem Fall hergestellt. Das ist schon echt nice. Und hier, wie gesagt, das jetzt nur, eigentlich sind es die Credits, eigentlich ist es das Ende, in das man kommt und das war jetzt irgendwie eine Abkürzung dahin. Dear Narrator, I appreciate... Oh, was? Nein, das wollte ich lesen. Infinite Quest, how many endings Stanley Parable is really going to let me go shopping? I hope it will have a fine selection of desert boots. Okay, kommt mehr. How do you make in JRPG? How do you make the worst game ever? What is the difference between a duck? Some questions. How is the game going? I hope it's as good or better than the first one. From a cool man. Das sind, nehme ich mal an, Mails, die angekommen sind im Laufe entweder der Entwicklungszeit oder Are you a rock? Ja. Gibt wenige Leute, die man das, also Chris Rock kannst du das natürlich fragen, ne? Oder hier, den anderen Rock, den Wrestler. Could you tell me what the significance of the number 112800 is? Nein. What would you do if Stanley entered any other rooms? Mehr. On a scale of Max Ernst to Salvador Dali, how surreal will this game be? Were you born with a magnificent voice or did you bargain with a magician to receive it? And finally, what is Stanley's last name? Das ist nämlich nicht Parable. The first reply to claim. Okay, das geht hier sicherlich auch noch ein bisschen weiter. Es sind wahrscheinlich so ein Mix aus echten oder aus trolligen Nachrichten. Könnte ich mir vorstellen. Ich finde hier bei diesem Büro fehlt eigentlich noch der aus Office Space bekannte rote Stapler. Wo der Schauspieler, der das damals gespielt hat, die Szene mit dem Stapler, der hat vor kurzem, glaube ich, erzählt, dass egal, wo er zu irgendeinem Dreh hingeht, da ist schon eine ganze Kiste von roten Staplern für ihn da, die er unterschreiben muss. Oh, ein Wohnungstimer? In einer früheren Version der Entscheidung, kenne ich gar nicht, hat ein Timer einem 15 Minuten Zeit gegeben, um ans Telefon zu gehen. Wenn man nicht ans Telefon gegangen ist, hat das zu einem anderen Ende geführt. Das war das Telefon, das wir am Ende unseres ersten Durchlaufs gesehen haben. Ah, okay. Der Lastenaufzug sollte immer die Wahl bieten, auf dem Weg zu bleiben oder auf einen anderen Weg zu springen. Also man könnte auf zwei, das ist ja interessant, da könnte ich also nochmal zurück und nochmal auf einen anderen Weg kommen oder halt in den Tod springen, was ich ja noch gar nicht gemacht habe. Das ist interessant, weil ich, glaube ich, den Ort, habe ich den schon mal gesehen? Der erinnert natürlich jetzt sehr an Aperture Science und Portal.
Aha, okay. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das Rätsel oder die Aufgabe jemals gesehen habe mit diesen 3 Hebeln. Okay, ja. Okay, es ist super interessant. Ich will aber noch mal ins Spiel gehen. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit hier in den Credits mich aufhalten. Ihr könnt euch dasselbe aber auch gerne mal angucken. Solltet ihr auch mal machen, denn es ist wirklich, wie ihr seht, doch sehr, sehr interessant, die Gedanken der Entwickler, und es ist ja ein sehr kleines Team, nachzuvollziehen. Eine Zeit lang konnte der Aufzug im Monitorraum nach oben oder unten fahren, mit Freiheit oben und Countdown unten. Das haben wir aufgegeben, weil das Spiel es zu schwierig fanden, sich zu merken, was oben und was unten war. Wir haben stattdessen beiden Enden zusammengelegt. Das gefällt mir. Natürlich auch mit der Nummer 42. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Okay, ich werde natürlich Stanley erst nochmal ausmachen. Und dann nehme ich an, neu anfangen. Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't... Oh Mann, was soll ich denn jetzt hier machen? Das ist ja wirklich der perfekte Moment, um Pause zu drücken. Aber ich finde den Beenden-Button nicht, außer natürlich zurück zum Menü. Aber ich kann mir nicht vorstellen, da muss ich jetzt gerade an Doki Doki Literature Club denken, was eine ähnliche Mechanik einmal hat, wo man das Spiel tatsächlich alt-tabben muss und was in einem Ordner ändern muss. Aber ich glaube nicht, dass es hier darum geht. Ich mach's einfach, komm. Oh. Okay, ich muss mir kurz was zu trinken holen, aber das dauert nicht mal, man macht noch keine Werbung, ich bin in einer halben Sekunde wieder da, 1 Sekunde. Naja, vielleicht noch ein bisschen mehr, zählt einfach mit. So, ich kriege übrigens demnächst bald wieder meinen Stuhl von MSI geschickt. Freut euch schon mal drauf. Dann können wir endlich hier wieder Stuhltime machen, wenn ich weg bin. Aber im Moment habe ich ja noch meinen kleinen Drehhocker. So, 20 Sekunden, das ist aber okay, finde ich. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Was mich wundert... Das ist so gut, ey. Einfach hier New Content. Na, die Tür ist verführerisch offen. Mich wundert, dass es noch nicht so viele andere Spiele gibt, die so ein bisschen diese Idee mit dem unverlässlichen Erzähler quasi What does that mean? Aufgegriffen New haben. Content. Ja, hier ist halt der neue Content, Mann. Kann man das lesen? Oh Mann, das ist immer, die machen es immer genau so, dass man es nicht lesen kann. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable so Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Alright. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Also das erinnert mich an jede Art von Rocket Beans Werbung, die von Micha Reinke produziert wurde. Thrilling new adventures await in The Stanley Parable
Ultra Deluxe. Okay. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Ist alles schon sehr vielversprechend. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if the... Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Eine riesige leere Lagerhalle. All right, let's see. It's the jump circle. Ist lustig, weil man im Spiel nicht springen kann. Okay. Cool. Super. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness. Another elevator. Das ist ein guter Punkt, hoffentlich brauche ich die Sprünge nicht später. Initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Ich finde es super interessant, dass der Sprecher, achtet mal drauf, jetzt bei diesem neuen Content, der ja neu eingesprochen sein muss, dass der genauso klingt wie 10 Jahre vorher. Das ist ja gar nicht, je nachdem, wie stark man raucht, würde ich sagen, ist es gar nicht so üblich. Thank you for enjoying the new content. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Also ich finde es super gut, wie auch dieser Stuhl so lieblos in der Ecke steht. Das ist einfach, das sagt, finde ich, alles aus. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das habe ich soweit nicht anders erwartet. Aber Moment mal. Jetzt ist aber wirklich was anders. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Lasst euch nicht in Lüftungsschächte ziehen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich gut überlegen sollte. I like work, I just hate my boss. Oh Mann, soll ich da jetzt runter? Ich bin doch nicht... Also man sollte wirklich nicht. Das ist so wie Pennywise. Oh.
You don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. Ja, You're a gut. dog, any... Oh, never mind. You're not a dog. Then again? Es ist so lustig. Okay, gut, ich gehe natürlich rein. Weil ich muss zugeben, die Tür ist weniger attraktiv als der Lüftungsschacht. Komm nach Kalifornien, ins Land der Sonne, da macht das Leben noch Spaß. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Oh, es sieht sogar richtig neu und anders aus. Nice. Ihr habt ja richtig neue Assets gebaut. Und trotzdem überall noch die Stühle gelagert, ne? Das ist super. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Es ist einfach echt was Besonderes, ey. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, was mich irgendwie so irgendwie gepackt hat. Also auf eine Art, wie es einfach andere Spiele nicht schaffen. Das ist ein kurzes, kleines Spiel, aber es ist auch geil. Allein hier dieses Steam, also wie geil ist denn das? Auch russisch. Also die russische Seite von Stanley Parable auf Steam aufgecaptured. Ah. Ach, schön. Ne? Ihr habt auch Spaß. Das ist schön, da fühlt man sich tatsächlich ernst genommen, finde ich, als Spieler. Wenn man irgendwie so... Was ist das rechts? Linguists identify 50,000-year-old ultra-conserved words. 6 components of a great corporate culture, John Coleman. Da frage ich mich, ob das ein Meta-Gag ist oder ob die wirklich ein Screenshot, und das war halt zufälligerweise von Klicks noch so die News zu der Zeit. Oh Mann. Aber so ein Gedankenpalast ist gar nicht so schlecht, finde ich. Indem man sich da alles nochmal... Ja, genau, daran kann ich mich auch noch erinnern, ja. Ach ja, okay, komm. Unachievable, it is impossible to get this achievement. Don't play for 5 years. Ich glaube, das habe ich mittlerweile. Ah, uns gewonnen, ne? Game Innovation, Debut Game, Story. Oh, was da noch? Creator surprisingly down to earth. Ach, toll. Ja, ich muss mich ein bisschen, nicht beeilen, das nicht. Aber ich muss auch ein bisschen weiter mich vorwärts bewegen. Oh, das ist der Hamster, ne? Ja gut, okay, Hamster leben wirklich nicht so lang. Und Little Stanley hatte wahrscheinlich ein langes, großes Leben. Vielleicht, offensichtlich ist es ja der Namensgeber für Stanley Parable. Eventuell hat das ja angefangen mit so einem Hamster und 2 Türen. Oh, das ist so gut.
Die Grotte. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning Oh nein, triumph of ich wollte games mehr journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Es ist auch deswegen lustig, weil es wahrscheinlich wirklich wahr ist. Ja, ach, das ist das Minecraft-Ding. Daran kann ich mich noch erinnern. Irgendwann geht es irgendwie darum, ja, willst du lieber was anderes spielen? Und dann landest du irgendwie in so einer winzigen Minecraft-Welt. Doch, daran kann ich mich erinnern noch irgendwie. Ah, hier Portal. Einfach mal so Portal reingehängt. Vielleicht aber auch, vielleicht gab es auch ein Portal Room. Würde mich eigentlich nicht wundern. Gerade das würde ich gerne sehen. Oh, knowing your city. Before you can possibly know where to begin your new street vending operation, you first have to get to know your city. I'll use Georgetown as an example in this book, but in order to really get the knowledge, it's best to go explore. Da fragt man sich direkt, womit das in Zusammenhang steht. Oder ob es einfach nur random Kram ist, mit dem man die Leute verwirren will. Okay. Das ist dieser Klassiker mit dem Spiegel, ne? Ja, ein bisschen was aus dem 3D-Editor. Ich habe fast mehr Zeit mittlerweile in den Credits und in den Making-of-Räumen verbracht, als in allem anderen. Aber das liegt nicht unbedingt an mir. Das Spiel bringt mich immer wieder hierhin. Passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Das ist natürlich extrem meta, aber ich habe mich tierisch gefreut, als sie Preparing Snake Oil Salesman Rock irgendwas. Also ich habe mich schon echt gefreut, als sie es angekündigt haben. Einfach nur, weil ich den Entwicklern auch gönne, dass sie nochmal auf diesem alten Erfolg in irgendeiner Form aufbauen. Ich verstehe einfach nicht, warum nach Beginner's Guide und Stanley Parable das nie irgendwie weiterging, weil ich liebe die Art, wie die Spiele denken. Also wie hier Spiele gedacht werden, das ist, also habe ich ganz selten gesehen. Ich kann mich kaum erinnern. Wie gesagt, sowas wie There is no game, geht mal in diese Meta, Backstage-Richtung. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Okay. Danke, Bambusbjörn. Du bist auch wieder da. Das freut mich. Wir suchen gerade den... Ups, was sind die Knöpfe, ne? Wir suchen gerade den... Ja, ist es der Ausgang? Was suchen wir eigentlich? Wo sind wir eigentlich? Wir sind in seinem Gedankenpalast zu Ehren des Spiels. Aber wir wollten ja eigentlich nochmal zurück zum Spiel. Und mich ärgert es ein bisschen, es wundert mich überhaupt nicht, aber mich ärgert es ein bisschen, dass auch nichts von uns hier drin ist. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. 10 Leute haben wir das Spiel spielen lassen. Und dann ihre tollen Reaktionen zusammengeschnitten. Aber ja, das hat sich wohl nicht rumgesprochen. Ja, okay. Ich glaube, das war's. Zumindest was den Raum angeht, war's das. Vielleicht kann ich jetzt unten rein. Danke Amadeus, Dev und... seht ihr, jetzt kann ich hier wirklich unten rein. Und Hofiorg. Subliminal ist meiner Ansicht nach nicht wirklich Meta. Ein bisschen vielleicht, aber da sind es mir die Rätsel. What's this? What's down here? Oh, hier sind die Leichen im Keller, ne?
Das ist jetzt der Part von Stanley Parable, den sie euch nicht zeigen wollen. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Ey, das ist ja so geil. Jetzt zeigen sie jetzt die schlechtesten Reviews. Das ist ja einfach fantastisch. Das ist ja so gut. Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie euch voll abgefuckt und dann habt ihr irgendwie so ein Review geschrieben und dann wird das hier gefeiert 10 Jahre später. To play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny? I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Danke, NoJK, für dein Abo. Ich hoffe, dir gefällt's auch hier. Ach, es ist genauso, wie ich es mir erhofft hatte. Ein bisschen was Neues, natürlich die alten Sachen, die man zum Teil vergessen hatte. Und dann eben auch die alten Sachen, die man damals gar nicht gefunden hat. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann scheint das Spiel ja auch noch so zu funktionieren, dass man eben erst den neuen Content bekommt, wenn man ein bisschen gespielt hat. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel Nudelscharf. Like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Das ist ja lustig. Das habe ich jetzt erst gerafft, dass das hier sogar eine deutsche Rezension ist. Nudelscharf. Weiß irgendjemand, wer Nudelscharf ist? Können wir bitte in Kontakt kommen mit Nudelscharf? Und können wir rausfinden, ob Nudelscharf weiß, dass Nudelscharf eingebaut ist hier im Skelettkeller der Ultra Deluxe Edition? Das ist ja unfassbar. Oh, kurze Frage. Passt tatsächlich auch ganz gut hierzu. Will am Wochenende ein geiles Game spielen. Ist Control eine Empfehlung? Ich sage ja. Ich sage ja zu Control. Es ist meiner Ansicht nach ein tolles Spiel. Du wirst auch andere Meinungen finden. Aber ich glaube, so richtig scheiße findet es eigentlich keiner. Und insbesondere der Anfang macht, glaube ich, auch richtig Bock. Also ich feiere es total, mir hat es mega Bock gemacht, vor allem das Kämpfen ist deutlich besser als in, dieses andere, was sie davor hatten mit den FMV-Sequenzen. Ich habe vergessen gerade, wie es heißt. Aber da hatten sie halt ein ähnliches Kampfprinzip, das hat aber nicht so gut funktioniert. Jetzt ist es viel flüssiger und toller und eingängiger und besser zu verbinden. Nicht Alan Wake, nein, ich meine, MON, Quantum Break, genau. Also das finde ich weniger gut und weil es zu ernst ist auch als Control. Control ist einfach perfekt weird und dadurch auch humorvoll irgendwie auf eine Art. To say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Alter, Frevel, ne? A skip button. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Okay.
Ich traue dem Ganzen aber nicht. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you with just the... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of it... Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? Oh, jetzt hätte ich's gerne gehört. Jetzt hätte ich eigentlich gerne gehört. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. Ja. And I have Achtet to mal auf die Uhr und den Baum. I have to know that sooner or later, no matter how much I... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Du hast es verdient. Here, not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly... Ich kann nicht anders. Es ist wirklich, jemand sagt es, Julia Oerten schreibt es gerade, ich liebe das Game zu sehr, ich kann es kaum ertragen vor Liebe. So geht's mir mehr oder weniger auch. Ich kann es kaum ertragen. About you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. Danke, Tadashi, für dein Abo. Extra für dich habe ich nochmal gedrückt. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er tot. Shit. Jetzt bin ich ganz allein. Klingelt der Rauchmelder, weil er ausgewechselt werden muss? Ich glaube, so ist es doch, oder? Dann blinken die doch. Dann geben But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistent... Okay, ich will hier wieder raus. Ich will wieder raus. Aber ich muss zugeben, es war schon sehr unterhaltsam bisher. Aber es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die mich hier einfach hängen lassen würden in diesem Raum.
The end is never the end, 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 is never the. Jetzt ist er vollends wahnsinnig geworden. Macht mir doch einfach eine Tür hin. Das ist so ein bisschen wie die Zeitmaschine, aber ich meine den Klassiker, wo er zu den Morlachs und so reist. Eieiei, okay, da ist wirklich die Kacke am Dampfen. Das erinnert mich ein bisschen jetzt an das Ende von Portal 1, glaube ich, oder 2, aber in einem, nee, ich glaube 2, oder? Wo man am Ende das Gefühl hat, sie kommt aus der Forschungsstation raus. Wie es halt aber nie wieder aufhört. Ich bin jetzt für immer. Immer bin ich hier. Ich will doch keinen Forward-Button mehr haben. Jetzt ist auf jeden Fall nukleare Endzeit gerade. Ja, man erwartet die ganze Zeit GLaDOS irgendwie. Man kann halt leider auch nicht weg. Ah, doch. Das Ende der Tage. Das ist Planet der Affen. Guckt's euch an. Wirklich. Kann ich den Button nochmal drücken? Ich will ihn eigentlich gar nicht drücken. Ich will nur kurz mal schauen, ob es gehen würde. Nee. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf in den langen Marsch. Ich würde schon gerne wissen, was aus dem Sprecher jetzt geworden ist. Der kann doch nicht einfach tot sein. Sprecher können nicht sterben. Wow. Oh, ich bin fast glücklich. Ohne Scheiß. Ich bin fast glücklich, dass ich hier wieder lande. Okay, jetzt gucken wir uns auf jeden Fall nochmal das Finale an. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Jetzt wird er paranoid, aber ich glaube nicht, dass irgendwas hinter mir ist. Ich weiß halt echt nicht. Weiß nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Soll ich jetzt nochmal zu dem neuen Content gehen? Ich will ja eigentlich zum eigentlichen Ende, ne? Aber die haben jetzt ein neues Neonschild. Yes, I have something very exciting to show you. Okay, na gut. Kannst du eigentlich Trigon empfehlen? Ja, das haben wir vor kurzem, der Krogi und ich haben das gespielt, das so Faster Than Light Klon. Der aber echt meiner Ansicht nach richtig gut gelungen ist, den ich auch nochmal spielen werde, weil ich einen Key auch bekommen habe. Das will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Kann ich dir sehr empfehlen. Es ist halt kurzweilig. I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Okay, jetzt liebe ich es aber wirklich endgültig. The end is never the end again.
Ach Mann, ey. Wäre natürlich eine gute Idee gewesen, jetzt hier einfach... Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Ich wollte gerade sagen, es wäre so einfach, hier irgendwo 420 draus zu machen, aber es ist ja der Raum. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Auch schön, das sind so viele lustige Sachen, ne? Dass hier dass jetzt alles so auf Hipster-Style ist, dass hier die Gemälde jetzt irgendwelche Monitore sind, wo man noch den Foto-Editor sieht. Es ist wirklich, ich kann mich nicht satt sehen an dem geilen Shit hier. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Ja, das ist ja lustig. Das ist echt lustig. Obwohl ich jetzt gerade an Austin Powers denken musste. Moment, war da Keck-Mack? Nee, New-Mack. Aus irgendeinem Grund habe ich da Keck gerade gelesen und dachte so, jetzt biedern sie sich schon an die Twitter-Community an, die Twitch-Community. Never underestimate coffee enjoyed who left their cup by a leather sofa that faces a blurry room. Moment. Okay, Moment. Never underestimate coffee enjoyer who left their cup by a leather sofa that faces a blurry room. Was soll ich mit dieser Tassenaufschrift jetzt anstellen? Oh Mann, das zeigt im Grunde echt, wie leicht sie es auch hätten machen können. Sie hätten einfach einen zweiten Teil machen können, direkt Geld verdient. Aber sie haben es, finde ich, so haben sie es perfekt gelöst. Geil, aber diese ganzen dummen Buzzwords, Paradigm Shift, Synergy, Brick and Mortar Approach, Envelope, Client-Centric Marketing, The Color Red, Leverage, Holistic Value, More TSP, Better TSP, Win-Win, Sequential Mindshare. Das ist auch gut, das Treppchen gefällt mir auch sehr gut. Mann, ich muss ehrlich zugeben, das wirkt fast, als hätten sie eigentlich den zweiten Teil geplant gehabt und dann gesagt, komm, wir nehmen einfach den ersten und nennen ihn einfach Super Deluxe. Okay, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr den Humor nachvollziehen könnt, warum ich das gut finde. What exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Ich kommentiere nicht alles, aber ihr seht es ja auch wie ich, ne? Also ihr seht ja die Sachen auch und seht den Humor und einfach irgendwie... Einfach toll. Einfach toll. Da muss ich sagen, ja, sind alles gute Sequels. Und das ist wirklich alles richtig gut gemacht. Das wäre eine richtig schöne Werbekampagne für Stanley Parable 2. Aber die Frage ist auch, wenn du schon mit 1 eigentlich so einen Aufschlag gemacht hast, dann würde ich den auch einfach nur erweitern. Dann würde ich tatsächlich auch nicht... every pause button is a Roman numeral 2. Das ist sehr schön. Das ist alles irgendwie echt smart, als hätten sie 10 Jahre Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Okay, ich erwarte jetzt schon wieder gar nichts. Jetzt kommt eh wieder nix. Ist das ein Bus? Das ist ein Bus. Das machen die echt gerne. Irgendwo in die Ecke so einen Stuhl stellen. Aus irgendeinem Grund ist es so ein Fetisch vom Entwickler. Here we are. Go on. Try out some of the new features.
Okay, ich muss zugeben, das finde ich tatsächlich sehr interessant. The button that says the name of the player that is playing the game. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? Too close to home. If so, then please step forward and press the button. Okay. Baron von Schnapstopf. Das ist nur für dich. Jim. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Jim. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim. Ach, ich liebe es. Ach, ich könnte es den ganzen Tag machen. Okay. Ach, das war lustig. Jim. Ich muss mich bei allen Leuten gerade mal bedanken, die in den letzten Momenten hier reingekommen sind und vielleicht auch ein Abo dagelassen haben. Danke. Ich bin hier wirklich so beschäftigt mit Lachen. Ich habe nicht alle mitgekriegt. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Es sind einfach diese Sachen, die ich nicht raffe. Warum ist dieser eine Aufkleber anders? Habt ihr gerade Handy-Kram? Oder hört ihr gerade Handys? Oder liegt es im Spiel oder ist es hier bei mir? Meeting at 2. Das ist auch gut. Bankruptcy. Ist im Spiel, ne? Ist mit dem Handy. Okay. Schween Shades. Ach, das ist im Lagerraum, ne? Da stehen die ganzen Kisten mit Content. Da sind die alle hin. Sprungkreis hatten wir schon. Das unendliche Loch ist wahrscheinlich einfach ein Portal, oder? Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Get Well Someday ist irgendwie so gut. Den würde ich auch verschenken. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, stepniece, it is. Okay. Kann ich nochmal? Oh, schade. Also, es ist ja so. Da hängen aber noch ein paar, ne? Der hängt einfach so da. Der macht mich wahnsinnig, dass der da hängt. Die haben den doch so programmiert, dass der da hängt. Kann mir doch keiner erzählen, dass denen das nicht aufgefallen ist, dass da unten ein Ballon hängt. Jetzt mal ernsthaft.
Macht mich wahnsinnig. Das haben die absichtlich gemacht. Also, es ist ja so. Ah, okay, und jetzt ist es alles so. Am Anfang kämpft man ja so ein bisschen gegen den Erzähler, gegen den Aufsprecher. Und mittlerweile sind wir ja einfach Buddies und machen das zusammen. Ich komme gar nicht mehr auf die Idee, was anderes zu machen. Okay, ich gehe einfach nur hin und krieg's, oder? Pull the lever. Receive your new achievement. No more steps. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. We hear you. Yeah, we hear you here at MON Official Sonic Techno 83. Mr. Mickey is also one of my subs. Thank you very much. Ja, ich weiß offen gesagt nicht, was ich jetzt noch machen kann. Also, was ich jetzt hier... Ich habe das Gefühl, ich könnte mit dem auch noch irgendwas machen. Andererseits, ich kann das ja jetzt auch nicht reparieren. Ich weiß gar nicht, ist dieses Meme mit dem Achievement wirklich so? Oder haben die ein Achievement reingemacht, was man nicht erreichen kann, sodass es immer unkomplett ist? Ich bin mir nicht sicher einfach, was genau da eigentlich passiert ist. Für mich wirkt es eher wie ein Gag. What other exhibits haven't we seen yet? Das hatten wir doch schon. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Das Lustige finde ich gerade auch, diese Arzi-Poster, ne? Das hier, offensichtlich kann man jetzt auch eine Frau wählen. Aber es ist einfach toll gemacht. Okay, oben gehen wir auch nochmal hoch. Da ist sicher auch noch irgendwas. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them and then you move the hell on with your unremarkable life. Ich will da hinlaufen. Oh, ist das weit weg. Okay, es ist einfach wahnsinnig toll. Ja, alle wollen ihn haben. Den traurigen Stanley. Ja, das wäre in anderen Spielen, wäre das eine richtig gute Szene. Hier ist es einfach nur ein Gag. Okay. So, viele Leute wollten, dass ich ins Loch gehe. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Merge, Settings World Champion, Stanley Parable, Reassurance Bucket. Wo ist das denn? Der klingt interessant. B2. Oh Mann, ey, ich kann diese Karten auch nie raffen. Da und dann irgendwo links. Okay, gehen wir erstmal in das Infinite Hole. Ach Mann, ey. Ach Mann, ich hoffe, ihr findet es auch so schön wie ich. Sonst tut's mir einfach nur leid. Moment. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium.
Oh nö, mein erster Gedanke war, ja geil, da geht's noch weiter. Und dann, oh nee, versperrt. Okay, ich guck mir das gleich an. Sind es hier die, nee, ich dachte, das sind die verschiedenen Stufen. Nee, was sind das, Zeiten? Ich dachte gerade im ersten Moment, das sind hier die, ach Mann, diese Vorstufen der Hölle, diese 20.000 Stufen, die 10 Stufen, ich habe vergessen, wie viele es genau waren, aus dem bekannten Buch dazu, das ich auch gerade wieder vergessen habe. Wie kann ich all das schon gelesen haben und trotzdem vergessen haben? Morehole. Science. Ist auch immer gut. Science ist auch immer eine sehr gute Erklärung. Okay, wir machen das. Dantes Inferno meine ich übrigens. Genau, ich wette, wenn ich jetzt auf den Chat gucke, sagen alle schon Dantes Inferno. Genau, natürlich. Meine Augen gehen auch schon immer nur direkt an die Randecken, ob ich nicht irgendwo anders lang gehen kann. Aber ich glaube, diese Bereiche hier sind wirklich nur dazu gemacht, um so ein bisschen zu showcasen und nicht um den Narrator auf die Probe zu stellen. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Das ist natürlich nichts, was ich jetzt mache. I don't mean to be mache. a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Das ist so ein bisschen eine Wiederholung von dem Broom Closet, nur jetzt als unendliches Loch, das nicht ganz unendlich ist. Das fast unendliche Loch. Es ist wirklich so toll. Ich würde einfach gerne bei allem irgendwie ausprobieren, ob man nicht endlos warten kann, bis irgendwas kommt. Aber kann man hier vielleicht noch irgendwas anderes machen? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Zumindest für das Loch. Ja, gut. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? Yeah. I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above.
Und das ist das Geile an dem Spiel, ne? Alle Sachen, wo du denkst, naja, was macht er, wenn ich jetzt Folgendes mache? Und dann machst du es halt und sie haben natürlich damit gerechnet, weil ich glaube, du kannst keine Option in diesem Spiel machen, die nicht irgendwo hinführt. Und wenn es dann eben wieder der Anfang ist, zu dem es führt, mit leichten Veränderungen in der Story. Danke, Wolf677. Nee, doch, 677. Also, ich bin echt versucht, noch ein drittes Mal. I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about. And I've had enough of the hole for a lifetime. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yeah. Das wird wirklich immer kleiner. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability in marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Nochmal. Let's pop back up to the top, Jawohl. and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. Oh. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a very aggressive divot. Mann, ey, das ist wirklich eins dieser Spiele, wo ich fast wo ich in mir so eine Trauer fühle, dass ich damit nichts zu tun habe. Also, vielleicht versteht ihr das. Das ist so eine geile Idee, dass man denkt, wenn man sich dafür interessiert für sowas, fuck, das hätte jeder von uns, du und du auch, ihr alle hättet es schaffen können, dieses Spiel 2013 zu entwickeln. Weil es halt nicht mehr ist als gute Story, geiler Sprecher, gut geschriebene Monologe und ab und zu mal irgendein bisschen Spaß einfach. In Leveldesign ausgedrückter Spaß. Es ist einfach unfassbar gut, wirklich. Es ist wirklich eins meiner Top-Ever-Spiele. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin jedes Mal, wenn ich das spiele oder Leuten zeige, bin ich wieder baff, dass ich wieder irgendwas Neues entdeckt habe, was ich vorher noch nicht kannte. Ich spiele es jetzt auch nicht ständig oder so, aber es ist wirklich krass. Man kann wirklich ständig was Neues machen. Nochmal rein ins Loch? Nein, komm, jetzt lügt ihr aber, oder? Ich soll nochmal rein? Aber es ist ja gar kein Loch mehr. Na gut, für euch gehe ich nochmal rein. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass da nochmal was passiert. Was soll denn passieren? Wie der Chat ausrastet. Hier habt ihr den Chat mal kurz. Alle rein, zurück ins Loch. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Ja, wenn ich jetzt noch einen von meinen 36 Sprüngen hätte. Danke an den Raven87. Oh, ich komme nicht mehr hoch. Is the, teleport button not working? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Das ist jetzt mehr oder weniger schon das zweite Mal, dass ich in der Ewigkeit zurückgelassen werde vom Sprecher. Oh! Nee, ich dachte gerade, dass hier die Fenster zugehen und ich irgendwann alleine bin im Raum, aber da waren einfach keine Lichter hier an den Ecken, oder? Ja! Wow. Ey, ich habe halt mit allem gerechnet, nur nicht damit. Mach's gut! Das Loch und ich! Wir gründen eine neue Familie, die Lochis. Alter. Das ist so cool. Okay, ich drücke A.
Ändere deine Wahrnehmung. Schon sehr interessant, was das für einen Unterschied macht, oder? Die Musik. Also das haben die echt gut gemacht. Drück mal X jetzt. Hallo. Es wird immer verrückter. Nee, ich dachte, da kommt Musik. Es wird halt echt immer besser, ey. Dieses Loch. You're no longer using up this space of mine. My head's stronger. You're no Stanley? longer. Stanley! Stanley! Nein, es war ganz so gut. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Es ist wirklich... Mann, gerade als ich völlig mich verloren hatte in diesem Loch. Geht's jetzt wieder runter? Nee. Ein bisschen bin ich froh, ein Stück weit aber auch enttäuscht. Ich wäre wirklich noch gerne in dem Loch geblieben. Ist es jetzt vorbei? Ach, okay. Alter, das Loch. Go on, try out some of the new features. So, was haben wir denn noch nicht? Bürodekoration größtenteils unendliches Loch. Okay, ich will einmal kurz noch hin, nur um zu wissen. Keine Sorge, ich werde nicht nochmal reingehen, obwohl es verdammt gut war. Moment. Ach, das ist hier, okay, wenn ich da runtergehe. Ich will nur wissen, ob sie es jetzt irgendwie geändert haben. Da haben wir es doch, Dantes Inferno. Ja, sie haben nichts mehr an den Grafiken geändert. Leider. Vielleicht jetzt die Tür zu, ne? Sehr gut. Es wäre zu verlockend. Man muss Loch und mich trennen. So, ich glaube fast, wir haben die wichtigen Sachen alle abgehakt, oder? Oh, Mann. Ich habe selten bei einem Spiel so viel schmunzeln müssen. Das ist fast schon, ich kriege schon Muskelkater für die Backenmuskelkater. So, was wollte ich noch? Das, der Reassurance Bucket bei B2, den wollte ich mir noch angucken. Ist das oben oder unten? Also, ich bin hier und dann gehe ich da diesen Tunnel lang, diese kurzen, ja, diesen Gang und dann auf der linken Seite ist der Reassurance Bucket. Oder es ist hier. Kann sein, dass es hier runter ist. Moment, was da gerade ist, der voll größtenteils. Vielleicht ist es ja doch das hier. Nee. Okay, vielleicht finde ich hier den Weg auch nicht. Jemand sagt, ich soll zum Merch-Shop. Ist denn da nur das Loch? Ja, tatsächlich. Okay, den Bucket finde ich irgendwie nicht mehr. Das kann doch gar nicht so weit sein. Der muss doch hier irgendwo sein.
Sammelobjekt, der Ausgang, Sprungkreis hatten wir auch schon. Okay. Obwohl hier, glaube ich, hier bin ich rechts auch noch nicht lang gegangen. Also, ihr sagt, ich soll zum Merch. Merch ist bei Z. Ey, ich mache aber irgendwas falsch. Irgendwo gucke ich falsch. Also, das kann doch nicht sein. 5 ist this map. Okay, ich stehe an der Karte. Und wenn ich jetzt hier geradeaus gehe, müsste ich doch dann eigentlich zu dem ganzen... Wo ist denn das Infinite Hole? Das müsste hier doch eigentlich auch draufstehen. Da, K. Ach so, okay, ich bin direkt in die falsche Richtung gelaufen. Mann, ja klar, das ist also der Richtung zu K. Ja, da zeigt sich wieder meine ganze Problematik, ne? Dass ich nie weiß, wo ich bin und wo ich hin will. Ja, da sind wir, da ist der Merch-Shop. Der Button, der Jim sagt. Haben die das jetzt eigentlich auch den Text geändert? The button that says Jim. That's Jim. Das ist so schön, wie diese kleinen Details, wie sich da einfach alles ändert. Ah, Mann, das sind wirklich gute... I saw the new content. Das sind wirklich gute T-Shirts. Ernsthaft. Liebe Entwickler, ihr guckt das ganz sicher. Nee, wahrscheinlich kann man den QR-Code benutzen, oder? Tatsächlich würde ich mir da was kaufen von. Das finde ich so gut, dass ich mir was davon kaufen würde. Aber das ist doch nicht alles, oder? Der Merch-Shop kann nicht betreten werden? Ja, okay, dann scanne ich kurz. Da brauche ich mein Handy kurz. Eine Sekunde. Ich muss mein Handy holen. So, wo landen wir? Welcome to the official website of Stanley Parable 2. Und dann landen wir hier auf einer Seite. A sequel, huh? Und, okay, Stanley Parable Sequels and You. Ein Video, ein kleines informatives Video. Ist auf jeden Fall gut. Das ist ja wirklich... Die haben ja sich echt Mühe gegeben, dass man wirklich auch denkt, das wäre so quasi die eigene kleine Stanley Parable Messe. Also hier sind viele verschiedene einzelne Seiten, auf die man wohl klicken kann, Learn More. Also man kann, ja, dann kommt, okay, da kommt man dann zum Original Steam und so. Also es ist wirklich von vorne bis hinten, hier ist nicht einfach nur irgendein Quatsch. Wenn ihr hier irgendwas habt oder macht, hat es immer Hand und Fuß. Oder in diesem Fall linke und rechte Tür. Danke, Conjuror 007. Da ist er ja. Der Reassurance Bucket. Da werden wir jetzt gleich hingehen. Ach, Beruhigungseimer. Wie kann ich den eigentlich nicht gesehen haben? Der ist doch wirklich relativ groß. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Warum es auch ein Eimer ist, ne? Danke an Geekerigu für dein Abo. Kurze Info. Es gab also dieses Video, ne? Ich zeige es euch gerne mal. Der QR-Link führt ja zu der Messeseite. Und da ist dann dieses Video, von dem ich gerade erzählt habe, das ich aber noch nicht angeguckt habe. Ich werde es mal kurz anmachen. Das könnt ihr euch gerne mal ganz angucken. Es geht 10 Minuten. Es ist nicht schlecht, glaube ich. Aber ihr könnt es euch auch auf YouTube suchen mit Stanley Parable Sequels and You. Also einfach super viel Stock-Footage mit natürlich wieder einem sehr guten Sprecher. Könnt ihr euch gerne selbst mal angucken. 10 Minuten, die man sich, glaube ich, gut gönnen kann.
So, jetzt will ich aber den Eimer. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable too. Seht ihr? Wieder dieselbe Sache. Stuhl in der Ecke. Das ist irgendeine komische Message vom Entwickler. Ich garantiere es euch. Ach, herrlich. Habe ich jetzt die ganze Zeit dabei? Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Ich finde, die schaffen es echt gut, mit nix, mehr oder weniger, ein Spiel zu füllen. Das hier alleine kannst du ja in 5 Minuten alles dir angucken, aber du kannst dich auch eine Stunde damit beschäftigen und einfach das als gute Unterhaltung sehen, ohne dass man jetzt auf der Suche ist nach dem Spiel in dem Ganzen. Wobei es ja wirklich ein Spiel über Spiele ist. Ihr habt es ja vorhin auch schon im Chat richtig gesagt. Es ist eigentlich ein Spiel, das alle Spiele versucht zu vereinen, wie in der Kritik, die wir gelesen haben. Office Decorations hatten wir, glaube ich, Epilogue. Das wollen wir. Okay, Epilogue, wo muss ich da hin? Was ist ja eigentlich die Nummer? Settings World Champion. Okay, also wenn ich da gleich rechts lang gehe, gibt es auf jeden Fall noch... Moment. Ah, ich muss da durch und dann rechts. Ja, dann gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich mir angucken kann. Aber wo ist denn der Epilog? Ah, der ist, wenn ich rausgehe, dann dieser kleine Gang am Rand. Ständig dieser Henkel auch. Das sieht aus wie ein Ausgang. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Okay. Ich frage mich, ob es einen gibt, wenn man irgendwann alle Enden gesehen hat oder alles gespielt hat, ob dann das Spiel, wenn man startet, nochmal irgendwas Neues, ein klares Ende bietet. Aber das fände ich fast schade. Einstellung Weltmeister. Oh. Wahrscheinlich, weil ich den Eimer dabei habe. Mit dem Eimer geht das alles nichts mehr. Okay. Wo ist denn noch irgendwas? Ich glaube, jetzt habe ich aber alles, oder? Kann man mit dem Eimer wieder ins Loch? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr, aber ich glaube, die Tür ist für immer zu jetzt. Ich glaube, den Weg haben wir uns verbaut. Durch unsere Lochsucht. Sie, Herr Kretschmer, sind offensichtlich lochsüchtig. Was die Einstellungen öffnen und davor stehen? Fuck, ihr habt recht, ne? Ihr denkt so geil um die Ecke schon. Das habe ich noch gar nicht drin. Das wäre eine gute Idee, hier sich davor stellen und die Einstellungen drücken, oder? Leider nicht. Leider nicht. Aber ich muss sagen, das hätte mir sehr gefallen. Die Möglichkeit, hier jetzt irgendwas zu ändern. Nee. Ah. Genau. Finger, Butthole. Okay, jetzt bin ich hiermit durch. Ich würde gerne nochmal an den Anfang zurückkommen, weil ich gerne nochmal das eine Ende sehen würde mit den Monitoren. Ich sag mal, das offizielle Ende, auch wenn es eigentlich keins gibt. Okay, das sind die Collectibles. Jetzt haben wir doch alles. Exit. Genau, das suchen wir. Ich glaube, wir haben echt alles. Alles davon war lustig. Alles davon kann ich sehr empfehlen. Ja, alles ist fair. So, wir suchen E-Exit. Das befindet sich... Okay, wenn ich jetzt wieder... Oh Gott. Also in meiner Ecke. Aber man kann das doch gar nicht erkennen. Wo soll ich denn hier das Exit finden? Das muss doch dann hier irgendwo sein, oder? Ausgang. Okay. Das war doch sehr einfach. Das finde ich doch nie! All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now?
So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2." Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Ich habe den Eimer die ganze Zeit. Ist ja Hammer. Okay, kurz zwei Sachen. Es ist leider zu spät, um die Sachen zu machen, die ihr gerade noch angeregt habt. Und zwar sagen viele von euch, mach mal einen Screenshot, weil das ja verboten war. Habe ich jetzt nicht gemacht. Wahrscheinlich hätte ich Druck drücken müssen oder so. Ich habe gar keinen Screenshot-Shortcut. Aber wahrscheinlich wäre es dann nach F12 die Taste mit Druck gewesen. Jemand anders sagt, es gibt auch eine Möglichkeit für dieses Einstellungsmeister. Aber das Spiel will ja gar nicht, dass man alles hinkriegt. Ja, aber das, okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ob jetzt noch was passiert. Aber ich versuche jetzt einfach nur das normale Spiel. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ja, jemand hat schon gesagt, das sind die Ballons, die wir gerade ausgesucht haben, obwohl wir sie ja nicht ausgesucht haben. Wir wollten andere haben. Aber gut, der Sprecher... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ach, das ist alles so lustig. Oh, das ist ja der Bucket. Ich brauche dich Stanley wieder. picked up the bucket. Okay. Oh,
Das ist interessant. War das vorher auch schon so? Ja, okay. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Soll ich jetzt original nochmal rechts gehen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts mehr. Ich versuche aber eigentlich, wir haben ja schon so viel gesehen, ich versuche das Ende zu finden. Ich will euch auch noch ein bisschen was geben, dass ihr auch nochmal eigene Erfahrungen machen könnt. Das Spiel hat es echt verdient, dass man sich nochmal ein bisschen damit beschäftigt. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Jetzt ist der Bucket quasi mein Story-Element. Da unten war doch Coming to a irgendwas staircase, Böses. Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Ich frage mich gerade, irgendwo kann ich den Eimer vielleicht sinnvoll einsetzen. Was war denn da unten? Da endete das Spiel, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo wir hinkamen danach. Aber jetzt gehe ich einmal, mache ich so wie gedacht. Ein einziges Mal möchte ich das richtige Spiel vermeintlich sehen. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him, always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. Jetzt ist alles mit Referenz zu diesem Eimer. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Jemand im Chat hat gesagt, im Büro die Tür links. Aber ich meine damit, also ich dachte jetzt, da werden vielleicht mehrere Türen aufgehen, aber hier ist nur die. Aber ist nicht schlimm, ich habe ja meinen Eimer. Companion Bucket. Ja, es ist mehr oder weniger der Companion Cube The in einer elevator leichter raced tragbaren downward, Form. plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Ich komme nicht drauf klar, dass der jetzt immer Stanley and the Bucket sagt. Okay, jetzt machen wir mal das vermeintlich kürzeste, aber auch offiziellste Ende. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt mit dem Eimer wird. Vielleicht habe ich ihn auch gar nicht mehr. Doch, habe ich noch. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Ach, hier. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine.
Dieser Eimer. Also ich weiß, es ist infantil und dumm, aber ich muss jedes Mal wieder lachen, wenn sie diesen Bucket mit einbeziehen. Das ist wirklich, der Gag ist so viel vielschichtiger, als ich am Anfang erwartet hätte. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Hier ist auch direkt am Henkel des Buckets ist auch 427 unser Büro. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Einer ist Pirat. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Ich spring mal in dieses endlose Loch, das leider keines mehr ist. Okay, hätte ja sein können. Okay. Jetzt kommt schon Eimer. Wir machen's. When at Eimer noch last mit they came to Gefühl. the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. Oh! What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. No! And the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Mann, ich war mir so sicher, dass ich es irgendwie schaffe. Ja, also wir kommen hier nicht so richtig raus, kann aber auch am Eimer liegen. Könnte man jetzt... The meeting room. Yes, that's where everyone would be.
Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Wenn ich jetzt den Eimer nicht mitnehme und dann zum Ende gehe, When oder? Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nimm den Bucket und geh nach rechts. Das ist auch eine gute Idee. Aber man kann Yet auch there was nicht immer not a alles single gleichzeitig person machen. here either. Aber das ist auch eine Feeling a gute Idee. wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Das ist so lustig, sie geben einem diesen Eimer und man möchte ihm wie den Companion Cube einfach nicht hergeben. Aber ich muss jetzt. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. Oh, What could its 2845, purpose danke. be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Immer wieder beeindruckend. Okay, jetzt versuchen wir es zu lösen ohne den Eimer. Wir müssen ihn zurücklassen. Ja, ihr seid zum Glück genauso beeindruckt von allem wie ich auch. Scheint euch auch zu gefallen. Und ich bin jetzt gleich auch am Ende. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ja, man könnte jetzt auch überlegen, ob ich nicht den anderen Button drücke, aber der andere Button führt ja dazu, dass die Maschine weiter am Netz bleibt. Und das ist ja mehr oder weniger nicht Now das, the was wir monitors wollen, jumped to oder? life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ja, es ist natürlich ein anderes Ende, ne? Ja, ich weiß nicht. Soll ich jetzt mal das andere Ende This nehmen? mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he Was heißt truly denn dieser spent his entire Piratenmonitor? life Was genau mache ich utterly mit dem? blind to the world? Das But here alleine was die the ganzen proof, Bildschirme the eben haben heart mich of the irritiert. operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very Okay, soll ich direkt ausschalten And as the oder cold reality anmachen? of his past Ich kann es began natürlich to auch sink anlassen. in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Nee, dann nehme ich jetzt mal For das, he nehme ich das Ende. would- Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent,
Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're Nee, ich muss die Buttons drücken, oder? Kann das sein? Wo ist denn 1? Da ist der 1. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? Nice. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Nee? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich noch machen kann. 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. Also ich habe natürlich jetzt irgendwas falsch gemacht, aber ich wüsste jetzt auch nicht was. Ich habe versucht, die Buttons in der Reihenfolge zu drücken. Ich hätte sie noch falsch herum drücken können. Also es sind noch eine Menge Rätsel im Spiel übrig. Ihr könnt ja auch jedes dieser einzelnen Enden nochmal mit dem Bucket zusammen erspielen, wer unbedingt Bock hat. Ich werde es vielleicht nochmal weiterspielen, aber ich muss sagen, das war einfach zu geil. Ich möchte mich jetzt gar nicht in so einer Langeweile verlieren, wo man irgendwie nur noch Sachen ausprobiert und mal guckt und so. Ich muss sagen, es ist schon einfach wirklich was ganz Tolles. Also, Stanley Parable, super tolles Spiel. Guckt es euch bitte an. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann holt es euch. Und weil ich es versprochen habe, mir tut zwar ein bisschen der Arsch weh vom Sitzen, aber wir wollten ja nochmal in Paradigm rein gucken. Ein sehr weirder Titel, den ich jetzt hiermit auch direkt starte. Wie gesagt, euch empfehle ich Stanley Parable durch die Bank weg, ein tolles Spiel. Jetzt wollen wir aber kurz nochmal in dieses Spiel reingucken und schauen, was daran jetzt so besonders ist.